Mit mir hat genau Heiko Teggerts, der Vorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft, zugehört. Deutschland steht an der Seite von Israel. Das ist noch einmal deutlich geworden. Das wird auch bei dieser Debatte heute zum Jahrestag des Hamas-Massakers in Israel deutlich. Aber die Folgen, Herr Teggerts, und das ist das Problem, die Sicherheitsbehörden, die sind wirklich am Rande ihrer Belastungskraft. Warum kriegt der Staat das Problem nicht in den Griff? Merz hat es ja auch eben noch mal gesagt. Die antisemitischen Vorfälle in Deutschland, die haben sich mehr als verdoppelt innerhalb eines Jahres. Ja, das liegt schlichtweg an der Politik in diesem Staat und insbesondere in der Politik der Länder und hier insbesondere in der Politik des Berliner Senats. Friedrich Merz hat es ja angesprochen in seiner Rede. Wir reden hier in Berlin tatsächlich von tagelangen Demonstrationen, pro-palästinensische Demonstrationen in Universitäten. Also es ist ja nicht nur das Problem auf der Straße bei den Demonstrationen, die wir beobachten hier, die pro-palästinensisch und ganz klar antisemitisch sind, sondern das Problem steckt ja offensichtlich hier in Berlin viel tiefer. Und da stellt sich die Frage, wann endlich regiert der Berliner Senat so, wie die Berliner Bevölkerung es von ihm erwartet. Nämlich wann werden Gesetze gemacht, die es künftig unterbinden, solche Demonstrationen mit solchen schwerwiegenden Auswirkungen, auch für meine Kolleginnen und Kollegen bei der Polizei, von vornherein zu verbieten. Aber das Gegenteil ist ja in Berlin leider der Fall. Das Berliner Versammlungsrecht ist ja noch ein ganz besonderes im Vergleich zu anderen und fördert ja sogar noch solche Demonstrationen und erschwert es dann auch, logischerweise der Versammlungsbehörde, in dem Fall der Berliner Polizei, solche Demonstrationen, wo von vornherein davon auszugehen ist, dass sie gewalttätig verlaufen, von vornherein zu verbieten. Es ist in Berlin schlichtweg fast unmöglich, solche Veranstaltungen verbieten zu lassen, weil Justiz nicht mitspielt. Wir haben es eben auch bei der Debatte gemerkt, es ging dann wieder um Migration und da wurde es gleich wieder laut im Deutschen Bundestag. Herr Teggerts, wir reden gleich weiter, denn wir wollen erst einmal Innenministerin Nancy Faeser von der SPD hören. Die ist im Moment in Luxemburg bei dem EU-Innenministertreffen. Hören wir rein, was sie vor allen Dingen zum Thema Migration und der Sicherung der Außengrenzen gesagt hat. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen, ich bin im engen Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen Innenministern aus den anderen europäischen Staaten und werde natürlich heute auch die Chance nutzen, weiter über die Stärkung der inneren Sicherheit, aber auch die Zurückdrängung irregulärer Migration gemeinsam miteinander sprechen. Im Schengen-Rat heute Vormittag wird es natürlich um die Grenzkontrollen gehen. Sie wissen, dass ich seit Mitte September angeordnet habe, dass wir an allen deutschen Landgrenzen Grenzkontrollen durchführen. Und wir wollen die irreguläre Migration weiter zurückdrängen, Schleuser stoppen, aber auch den Kriminellen das Handwerk legen und Islamisten frühzeitig erkennen. Das sind die Gründe für unsere Grenzkontrollen. Das Ziel eint uns natürlich mit vielen Mitgliedstaaten. Sie wissen, dass andere Nachbarstaaten auch Grenzkontrollen wieder ins Leben gerufen haben. Wir tun das weiter sehr eng abgestimmt mit unseren Nachbarn. Und wir werden die Grenzkontrollen in Deutschland so lange vornehmen müssen, bis wir europäische Lösungen haben, dass die Außengrenze stärker geschützt ist. Deshalb ist auch für mich prioritär, und darum wird es auch heute gehen, schnellstmöglich den wirklich großen europäischen Erfolg, nämlich das gemeinsame europäische Asyl- und Migrationspaket, schnellstmöglich umzusetzen. Wir sind in sehr engen Austausch mit der Kommission darüber, ob wir nicht sogar schon Regelungen des Paktes vorziehen können. Aus meiner Sicht wäre das ein sehr erfolgreicher Weg. Es ist ein deutliches europäisches Signal, dass wir das gemeinsam auch machen wollen. Ich habe heute Morgen schon mit dem einen oder anderen Kollegen, beispielsweise auch dem spanischen Kollegen, schon sprechen können. Das ist etwas, was viele Mitgliedstaaten sich gut vorstellen können. Deswegen glaube ich, wäre es wirklich gut, wenn wir das schnellstmöglich auch umsetzen. Aber es wird heute selbstverständlich auch darum gehen, und darauf werde ich noch mal ansprechen, auch die Regeln von Dublin wirklich anwenden zu können. Es kann nicht sein, dass es an Übergangsvorschriften und Überstellungsvorschriften scheitert. Wir müssen das System wieder ins Laufen bringen. Und auch das ist ein Punkt, den wir im Vorgriff auf den Migrationspakt schon vornehmen können. Es wird So, also Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Aber Herr Teggerts, Sie haben auch zugehört, das wirkt alles immer so ankündigen, ankündigen, ankündigen. Das Kabinett beschließt nun eine verschärfte Migrationspolitik, aber die Fraktionen, besonders von SPD und Grünen, die blockieren das Ganze im Bundestag. Also warum kommen wir da nicht weiter? Wir wissen doch, wie die Situation ist. Und da helfen auch keine Grenzkontrollen, die jetzt an allen Grenzen sind. Die laufen ja auch im Anfang des Jahres aus.
Naja gut, also die Grenzkontrollen wirken schon. Also wenn wir die Zahlen vergleichen, Monat August 2024 mit Monat August 2023 beispielsweise, stellen wir fest, dass zum einen die Feststellung unerlaubter Einreisen an den Grenzen zurückgegangen ist, und zwar um fast 50% zurückgegangen ist. Aber viel interessanter auch noch, die Zahlen der Asylanträge in Deutschland im Vergleich dieser beiden Monate um mehr als 20% zurückgegangen sind. Es ist also nicht so, wie andere behaupten, dass die Migranten sozusagen an den Grenzkontrollen vorbeilaufen und dann trotzdem, wären die Zahlen beim BAMF andere, als die es jetzt sind. Aber auch ein gemeinsames europäisches Asylsystem wird so lange nichts bringen, solange Deutschland immer noch diese sogenannten Pull-Faktoren aufrechterhält. Also die FDP ist ja jetzt auf den Pfad der Tugend zurückgekehrt und hat gesagt, Bett, Brot, Seife, also eine drastische Reduzierung der Sozialleistungen für Menschen in Deutschland ohne Bleiberecht könnte ein Weg sein. Das ist ja schon mal ein Anfang. Das ist zumindest mal eine Regierungspartei, die das erkannt hat. Also wie gesagt, nur in Kombination mit Grenzkontrollen und Reduzierung der Pull-Faktoren, und zwar in Deutschland, wird auch eine gemeinsame europäische Lösung möglich sein. Ich kann die italienischen und griechischen Kollegen sehr gut verstehen, die sagen, ja Leute, solange ihr als Insel mitten in Europa, ihr Deutschland, immer noch in die Welt rausblast, bei uns fliegen die gebratenen Tauben durch die Luft, solange ertrinken die Menschen im Mittelmeer vor der italienischen und griechischen Küste. Also hier muss was passieren und hier muss die Bundesregierung schnell handeln und notfalls auch im nationalen Recht handeln, nämlich genau das, was ja die Union in ihrem Sicherheitspaketsvorschlag auch vorgeschlagen hat, alle zurückweisen an den Grenzen, die über einen sicheren Drittstaat nach Deutschland kommen, bei gleichzeitiger Reduzierung der Sozialleistung. Anders werden wir dieses Problem auch europäisch nicht lösen. Denn nur wenn alle europäischen Staaten die Sozialleistung auf ein Minimum reduzieren, wird es möglich sein, überhaupt Menschen zu verteilen. Solange Deutschland da immer Ausreißer ist, wird der Migrationsdruck auf Deutschland immer gleich hoch bleiben, egal was da auf europäischer Ebene vereinbart wird. Die Bundesregierung versucht ja zu handeln. Das sind ja wirklich die Fraktionen von SPD und Grünen, die sich dagegen stellen. Und das ist ja das große Problem. Deutschland kann eigentlich gar nicht handeln, weil halt diese Quertreiber von Grünen und SPD immer wieder dagegen halten. Ja gut, das sind die Grünen vorneweg und Teile der SPD. Es gibt ja auch andere Ströme in der SPD. Wenn ich da Richtung Seeheimer Kreis schaue zum Beispiel, dann sind das ja wirklich vernünftige, sachkundige Politiker, die dort sich halt nur nicht durchsetzen können derzeit in der Fraktion. Aber Fakt ist, es muss was passieren, es muss ganz schnell was passieren. Das, was schnell passieren muss, zeigt die Bundesratsinitiative übrigens von letzter Woche von den Ländern Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, also Länder, in denen die Grünen mit in der Beteiligung sind, in der Regierungsbeteiligung. Das ist ein Signal und das löst auch eine Erwartungshaltung aus der Länder gegenüber, dass der Bund sich in dieses Thema schlichtweg zügiger und vor allen Dingen intensiver mehr mit einbringt. Heiko Teggerts, der Vorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft, danke für das Gespräch. Danke Ihnen.